Ähm, also meine künstlerische Praxis ist oft im Zentrum basierend auf dem Gespräch. Häufig habe ich Leute selber befragt und mache dann Videokunst daraus. Jetzt beim aktuellen Projekt bringe ich Menschen zusammen, die dann miteinander sprechen, und so das Zuhören ist eigentlich eines meiner Steckenpferde. Also wie hört man gut zu? Ich glaube, Zuhören ist eine ganz elementare Qualität, und darum geht es auch in diesem Projekt neben dem Hauptthema Totengeburt. Die Projekte ernähren sich immer aus denen davor. Eines davor hieß 10 wichtigste Ereignisse meines Lebens. Und da haben ganz viele Menschen die beschrieben, und natürlich waren Tod und Geburt so wie der Refrain von jedem Leben, wo man da betroffen wird. Aber mich hat doch die Unterschiedlichkeit fasziniert, wie unterschiedlich Menschen darüber reden. Und da war einmal so ein Auslösemoment, dass ich dachte, okay, ich möchte das zeigen, wie man so über wirklich die existenziellsten Dinge zusammen ins Gespräch kommen kann. Und angefangen hat es in Südafrika, dort hatte ich die Idee, dort hatte ich auch erste Gespräche geführt. Und weil ich eigentlich immer so wandere mit dem Projekt, wächst das auch von Ort zu Ort. Und darum war eigentlich auch plötzlich die Idee dann da, man kann für Salzburg ganz etwas Spezifisches machen. Ursprünglich habe ich mir so kleine Lagerfeuer vorgestellt, wo man dran sitzt und sich Geschichten erzählt. Das ist jetzt relativ stilisiert, aber man sieht diese Menschen quasi in Lebensgröße. Und was aber anders ist als jetzt im normalen Leben, du kannst beiden ins Gesicht schauen. Also ich sehe sowohl den Mensch, der zuhört, wie der spricht, immer ins Gesicht. Das ist im täglichen Leben nicht möglich, man müsste ich immer so machen. Und mich interessiert halt dieses, wie wirken jetzt Worte, wie wirkt Empathie. Das kann man in diesem Setting erleben wie sonst nicht. Wir sind halt einfach schlicht von diesem klassischen Jedermann-Moment ausgegangen, dass einfach der Tod jederzeit jeden anfallen kann. Das ist das eine, und das andere ist aber, dass jetzt da irgendwie ein Ort und auch viele Künstler total mit diesem Thema über Jahre beschäftigt sind. Und da fanden wir es dann reizvoll zu sagen, okay, wir nehmen lauter Menschen, die mit diesem Jedermann zu tun haben, aber auf ganz verschiedenen Ebenen, von eben selber Jedermann spielen oder den Tod oder die Bullschaft, bis hin zu Leuten, die hinter der Bühne wirken oder auch Zuschauer. Und immer zwei zusammenzubringen und da eigentlich genau so wie sonst das Projekt auch funktioniert, zu sprechen. Wie hat sie Tod und wie hat sie Geburt bis jetzt im Leben geprägt? Und es kam letztlich völlig natürlich immer auch über den Jedermann und wie hat der jetzt da mit reingespielt in den Gesprächen zur Sprache. Ja, eigentlich wie Kunst und Leben sich durchwirken. So, also sei es jetzt von Künstlern zu hören, okay, wie gehen sie mit dieser Thematik um, wenn sie auch auf der Bühne etwas darstellen sollen, also diese Variabilität von jetzt, wie Schauspieler sich dazu verhalten, wie einer, der den Tod spielt, dann eben persönlich auch mit dem Tod umgeht, und wie sich das dann, es haben sich so für mich großartige Gespräche ergeben, eben zwischen Menschen, die vielleicht sonst so gar nicht ins Gespräch kommen können, sei es, weil sie sich nicht so begegnen oder meistens, weil sie nicht die Zeit haben. Und das Tolle war eigentlich so wie kleine Zeitinseln zu schaffen, schon nur für diese Beteiligten. Und jetzt hoffe ich mir natürlich, dass das Gleiche für die Zuschauerinnen passiert, dass sie dort einfach ein bisschen die Zeit vergessen und diesen langen Gesprächen zuhören und auch sich selbst dabei zuhören.